Falls ihr diesen super einfachen Mandarinenkäsekuchen nachbacken möchtet, schaut euch das Video an. Hi und willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. 250 Gramm Mehl und ein halbes Päckchen Backpulver gut vermischen, damit der Teig beim Backen gleichmäßig aufgeht. 60 Gramm Zucker hinzufügen, eine Prise Salz und 125 Gramm Butter. Die Butter ist kalt, ich habe sie in Würfel geschnitten, so lässt sich der Teig besser verkneten. Dann noch ein Ei Größe M hinzufügen und alles zu einem Teig verarbeiten. Ich nehme erst immer den Mixer und wenn das Ei nicht mehr zu sehen ist, knete ich mit der Hand weiter. Den Teig dann in eine 26er Backform drücken und einen Rand hochziehen. Der Rand ist ca. 4 cm hoch und das geht super gut mit der Hand oder mit einem ganz normalen Glas. Früher habe ich den Teig erst gekühlt und dann ausgerollt und das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt stelle ich einfach die Backform mit dem Teig kalt und in der Zwischenzeit mache ich einfach die Käsemasse fertig. Für die Füllung eine kleine Dose Mandarinen abtropfen lassen, dann 750 Gramm Quark in eine Schüssel geben. Ich habe 2 Päckchen mit 40% Fett und ein Päckchen ist Magerquark. Welchen Quark man nimmt, ist völlig egal. Man kann natürlich auch nur mit Magerquark backen, schmeckt mir persönlich aber nicht so gut. Dann 160 Gramm Zucker und 4 Eier Größe M hinzufügen und ein Päckchen Vanillepuddingpulver. Alles gut vermischen, am besten mit einem Schneebesen, aber nicht schlagen. Und dabei natürlich auch darauf achten, dass es keine Klümpchen gibt und die fertige Käsemasse dann in die Backform füllen. Als nächstes dann die Mandarinen auf der Käsemasse verteilen und dann kommt der Kuchen auch schon in den Backofen und wird entweder bei 170 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 150 Grad Umluft circa 1 Stunde gebacken. Ich habe meinen Backofen vorgeheizt und ich habe den Kuchen mit Umluft gebacken. Nach dem Backen lasse ich ihn im Backofen noch stehen bei geöffneter Backofentür, so ungefähr 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Und ganz zum Schluss einen guten Esslöffel Aprikosenmarmelade und einen Esslöffel Wasser vermischen und kurz aufkochen und mit dieser Mischung den Kuchen bestreichen. Das macht einen sehr schönen Glanz und man kann damit auch die feinen Risse oder die Unebenheiten ausgleichen. Als ich meinen Kuchen angeschnitten habe, war er noch warm. Am besten lässt man ihn komplett erkalten, dann lässt er sich auch besser schneiden und die Mandarinen gehen dabei nicht so kaputt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben!